Was wir sehen, ist einfach vor allem durch den Ausbau der Photovoltaik ungemein steigende Dynamik im Kurzfristbereich. Und dieses Bild oder dieses Spiel, das sieht man sehr, sehr gut in den Energiemärkten, an den Großhandelsmärkten, an den Spotpreisen, den Strompreisen wieder, wo sich einfach Phasen oder Stunden mit sehr hohen Preisen sehr, sehr rasch mit Stunden mit sehr niedrigen Preisen abwechseln. Und davon leben die Pumpspeicherkraftwerke und andere Speicher. In den Stunden mit sehr niedrigen Preisen pumpen sie und in den Stunden mit sehr hohen Preisen erzeugen sie Strom. Es ist also nicht so, dass irgendwann im Herbst mal ein Speicher vollgefüllt wird und im Winter, wenn dann nochmal 3, 4 oder 5 Tage die Preise hoch sind, wird das Wasser abgelassen und Geld verdient, sondern das ist ein ständiges Wechselspiel zwischen Kaufen und Verkaufen, zwischen Einspeichern und Ausspeichern, was es zunehmend auch für Batteriespeicher interessant macht. Wir kennen Batteriespeicher in der Vergangenheit eigentlich nur aus unseren Handys und Laptops. Wer PV-Anlage zu Hause hat, kennt den jetzt vielleicht auch im Keller, wo so ein Waschmaschinen großes Kästchen steht, mit dem ich den Überschuss, den ich übertags habe, in meine Batterie einspeichern kann, um dann in den Stunden, wo meine Photovoltaikanlage zu wenig produziert, auch eigenen Photovoltaikstrom nutzen zu können. Das Ganze entwickelt sich aber zunehmend immer größer und größer zu zunehmend größeren Dimensionen, zu Batteriespeicherprojekten, die durchaus ähnlich groß sind wie das Kraftwerk, was wir bei uns auch im Hintergrund sehen, das Kraftwerk Sellrhein-Silz bzw. die Pumpspeicher, die weiter oben im Kühtal stehen. Wir haben dort einen bestehenden Pumpspeicher mit etwa 250 MW an Pump und 250 MW an Turbinenleistung und aktuell werden dort 140 MW an Pump- und Turbinenleistung dazugebaut. Das sind Größenordnungen, wo wir aktuell Batteriespeicherprojekte in Deutschland, global sehen, die das also in den Schatten stellen. Da reden wir also mittlerweile von Batteriespeichern, die durchaus in den vierstelligen MW-Bereich gehen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass durch den massiven Ausbau der Photovoltaik insbesondere die Volatilität der Preise zunimmt, also diese Stunden mit Überschuss und die Stunden mit Defizit zunehmen und damit für Großbatteriespeicher Business Cases entstehen. Und die Business Cases werden natürlich von den Projektentwicklerinnen und Entwicklern gnadenlos identifiziert und auch ausgenutzt. Diese Speicher braucht es auch, um diese massiven Überschüsse an Strom aus dem Tag dann in die Nacht verschieben zu können. Und das ist auch der Grund, warum in Deutschland beispielsweise aktuell sehr, sehr viele Großbatteriespeicherprojekte umgesetzt werden. Auch der Verbund, Österreichs größter Energieerzeuger oder Österreichs größtes EVU, investiert massiv in Großbatteriespeicher, hat also schon etliche Projekte umgesetzt. Das heißt also, der Verbund wird 2030 mehr Batteriespeicher in Deutschland betreiben, als es das Kraftwerk nach Umsetzung des Ausbaus im Kühtal an Leistung haben wird. Und das ist neben vielen anderen Punkten eigentlich ein klares Indiz, wo die Reise hingeht. Großbatteriespeicher sind vor einigen Jahren noch mit etwa 1 Stunden Speicherkapazität gebaut worden. Die Speicherdauern gehen aber langsam schon Richtung 4 und 5 Stunden. Warum ist das so? Weil die Preise für Batteriespeicher in den letzten Jahren massiv gesunken sind. Wir sehen eine ähnliche Entwicklung, wie wir sie seit den Anfang der 2000er Jahre im Bereich der Photovoltaik sehen. Nämlich, dass wir hier eine rasende technologische Entwicklung haben, die am Ende auch zu extremen Preisverfällen führen. Wir reden eigentlich jetzt, selbst im Häuselbauerinnenbereich, von Erzeugungskosten von irgendwo 5 bis 8 Cent, also nur mehr 10% der Erzeugungskosten von damals. Die Module sind viel leichter geworden, sie sind viel langlebiger, als man ursprünglich geglaubt hat. Also die heben 30 Jahre und länger und selbst die Wechselrichter haben eine deutlich längere Lebensdauer im Schnitt, als man in der Vergangenheit geglaubt hat. Und ich denke, dass auch im Batteriespeicherbereich wir eine ähnliche Entwicklung sehen. Wir haben dort natürlich Herausforderungen, was das ganze Thema Lieferkette anbelangt und Produktionsländer. Also ähnlich wie im Bereich der Photovoltaikmodule ist China das dominierende Lieferland. Also Europa hat es einfach verschlafen und hat dort einfach Probleme, sich gegenüber China entsprechend zu positionieren. Für den Projektentwickler bietet es aber die Chance, einfach Speicherprojekte umzusetzen, die eine verhältnismäßig kurze Genehmigungsdauer haben,
Also in den Ländern, wo ein vorteilhaftes regulatorisches Regime besteht, da reden wir dann vielleicht von 1 bis 2 Jahren Genehmigungsverfahren. Und dann habe ich eine relativ kurze Umsetzungszeit von einem Jahr. Und dann ist das Projekt am Netz und kann Geld verdienen. Das heißt also, ich habe hier ein deutlich geringeres Entwicklungsrisiko als beim Pumpspeicher. Und was auf der einen Seite ein Nachteil ist, nämlich die geringere Lebensdauer der Batteriespeicher, ist natürlich aus Entwicklerinnen-Sicht ein Vorteil, weil ich das eingesetzte Kapital deutlich kürzer wieder zurückbekomme. Das heißt also, die Projekte werden schneller refinanziert und haben damit am Ende auch ein geringeres wirtschaftliches Risiko. Das heißt, sehr, sehr attraktiv aus Investorinnen-Sicht momentan in Richtung Batteriespeicher zu gehen. Ich habe attraktive Erlöse, niedrige Investitionskosten und relativ kurze Rückzahlungsdauern. Vor dem Hintergrund können aus meiner Sicht Großbatteriespeicher auch einen anderen Stellenwert gewinnen, denn woher kommt denn der Überschussstrom, den wir in unseren Pumpspeicherkraftwerken zwischenspeichern müssen? Ein Teil kommt sicher aus unseren eigenen Photovoltaikanlagen und vielleicht aus den Laufwasserkraftwerken, die bestehen oder jetzt errichtet werden. Aber die großen Mengen, die kommen nicht aus Tirol, sondern die kommen aus Deutschland oder aus dem Osten von Österreich. Die Batteriespeicher kann ich genau dort errichten, wo der Überschuss entsteht, beispielsweise bei den Windenergieanlagen im Burgenland oder in Niederösterreich oder den großen Solarfreiflächenanlagen auch im Osten von Österreich. Also das ist eigentlich ein Vorteil, der in so einer gesamtenergiewirtschaftlichen Betrachtung noch mit berücksichtigt werden muss, dass ich natürlich deutlich weniger Verluste habe durch die geringere Transportentfernung. Und Batteriespeicher haben im Vergleich zu Pumpspeicher auch einen höheren Speicherwirkungsgrad. Der liegt bei etwa 90%. Pumpspeicherkraftwerke haben etwa 75%.